place it between those living and those left behind, the building acquired the nickname the Palace of Tears. Auf der linken Seite das Berliner Ensemble. In Berlin sagen wir meistens BE, einige meinen damit Rechtsensemble, denn hier war einst Außen- und Hoftheater Bertolt Brechts. On the left-hand side of the river, we can also see the Berliner Ensemble. The Berlin is referred to as the BE, and it was the post-war theatre of the famous German playwright Bertolt Brecht. Spreebrücke unserer Stadt, der Oberbaumbrücke. Die fast 160 Meter lange Oberbaumbrücke wurde 1895 nach Plänen des Architekten Otto Stahn im Stil der märkischen Backsteingotik anlässlich der Gewerbeausstellung in Treptow errichtet. Sie erhielt ihren Namen von einer historischen Sperranlage auf der Spree. Bei Einbruch der Dunkelheit wurde dort der Fluss mit Baumstämmen gesperrt, um das illegale Einfahren von Lastkähnen in die Stadt zu verhindern. We are now approaching the longest and most beautiful bridge across the River Spree, the Oberbaum Bridge. The 160-meter-long bridge was designed in 1895 by Otto Stahnsdorfer in a Gothic brick style. The bridge got its name from the logs that were historically used as a barrier to block the river to control the flow of barges in and out of the city. This was the border between Berlin and Brandenburg, and as such a customs checkpoint, which is why it has been designed to look reminiscent of a city wall with gate. An den Spitzen der jeweils 32 Meter hohen Türme sehen Sie links das Berliner Stadtwappen, den Bären, und rechts das Brandenburger Wappen, den roten Adler. At the peak of each 32-meter-high tower, you can see the coat of arms, a bear for the city of Berlin on the left tower, and the red eagle for the state of Brandenburg on the right tower. Die im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigte Oberbaumbrücke diente nach 1963 als Grenzübergang für Fußgänger. Erst seit 1995, nach umfangreicher Restaurierung, ist sie wieder ein wichtiger Bestandteil des innerstädtischen Straßendings. Auf dem Grünbahn Viaduktverkehr grün auch wieder die U-Bahn, die hier zur ältesten Teilstrecke der Berliner U-Bahn gehört. Eröffnet wurde sie 1902. The bridge was badly damaged in World War II, but was used as a border crossing for pedestrians after 1963. In 1995, it was fully restored and has since become an important part of Berlin's inner-city ring roads. The middle part of the bridge was built by the architect Santiago Calatrava, the same architect responsible for redesigning the Crown Prince's Bridge, which was the western city border. The above-ground train line is once again being used by the U-Bahn subway line. It is one of the oldest sections of the train. It was originally opened in 1902, and its construction was part of an initiative of Werner von Siemens. Ja, das kann ich echt verstehen. Super schön, ne? Links Universal Music im ehemaligen Eierkühlhaus. Dieser Speicher verfügt zur Klimatisierung über 4 Meter dicke Wände. So blieben vor der Erfindung des Kühlschranks die Eier frisch. We now find ourselves in the Berlin East Harbour, a so-called river port. The 1.4-kilometer long dock stretches along each Strauer on the left bank of the river. Also on the left is Universal Museum in a former storage. The walls of the building were built 4 meters thick to ensure the eggs were fresh days before their conditioning. Im folgenden Zentrum der Towers ist Allianz beheimatet. Davor sehen wir 3 übergroße im Wasser stehende Figuren. Dieses vom amerikanischen Künstler Jonathan Borowski geschaffene Werk sind die Molecule Men. Sie
Sie symbolisieren hier das Zusammentreffen der drei Bezirke Friedrichshain, Kreuzberg und Treptow auch im Kontext der Wiedervereinigung. Denn zwei der Bezirke, Friedrichshain und Treptow, lagen im Ostteil der Stadt, während Kreuzberg ein Westberliner Bezirk war. Rechts zweigt hier der Landwehrkanal mit der Oberschleuse von der Oberspree ab. The Landwehr Canal branches off to the right from the Upper Spree. Allianz is housed in the office block known as the Trepp Towers. Just before we get to the tower, we can see three oversized silhouettes standing in the water. These were built by the American artist Jonathan Barofsky and named Molecule Men. They symbolize the meeting points of three districts: Friedrichshain, Kreuzberg and Treptow, as well as in the context of the city's unification in 1989. Two of the districts, Friedrichshain and Treptow, were formerly in East Berlin, while Kreuzberg was in the west. Am rechten Spreeufer befindet sich ein historischer Bau mit einem roten Spitzdach. Hier wurde 1773 die erste preußische Kaserne errichtet. 1898 wurde sie als Grenadierkaserne neu erbaut. Zu DDR-Zeiten beherbergte sie unter dem Namen Friedrich-Engels-Kaserne das Wachregiment der Nationalen Volksarmee. In Zukunft wird sie für den Masterplan Museumsinsel umgebaut. On the right bank of the river, the red-roofed building is a former Prussian army barracks, built in 1773. In GDR time, it was renamed the Friedrich Engels Barracks and housed a unit of the National People's Army. There are plans to integrate it into the Museum Island complex in the future. Zwischen Spree und Kupfergraben befinden sich 5 Museen von Weltrang. Die Museumsinsel ist UNESCO-Weltkulturerbe und lockt jährlich 2 bis 3 Millionen Besucher an. Here, the River Spree divided up, and between the Kupfergraben and the Spree and Berlin's 5 most famous museums. Museum Island is a UNESCO World Heritage Site and brings 2 to 3 million annual visitors. Die Museumsinsel ist eine von 2 Spreeinseln, auf denen im Mittelalter Städte wuchsen. Die früheste Nennung Berlins stammt aus dem Jahre 1237 und bezieht sich eigentlich Lá cờ của Tổ quốc em đang ở chỗ này đây nè. Museum Island is one of 2 islands in the Spree, around which the city sprung up in the Middle Ages. The oldest historical mention of Berlin comes from a church document in 1237 and mentions the then city of Köln. Đây là tháp truyền hình của nước Đức, của Berlin. Direkt hinter der Bahnbrücke sehen wir die Rückseite des Đây là Viện Bảo Pergamon-Museums. tàng. Dieses beherbergt mit dem Pergamon-Altar, dem Ishtar-Tor und der Prozessionsstraße von Đó, Babylon tháp truyền 2 hình der lớn nhất đây nè. Weltwunder. Die Wiedereröffnung nach der Renovierung ist für 2026 geplant. Directly behind the above-ground train line, we can see the back of the Pergamon Museum. This is home to the Pergamon altar as the Ishtar Gate and the processional way of the biblical city of Babylon, one of the original 7 wonders of the ancient world. Dann folgt die tempelartige alte Nationalgalerie. Dahinter halb verdeckt das neue Museum. Hierin befindet sich das bei der Berliner Bevölkerung beliebteste Exponat, die Büste der Nofretete. Das daran anschließende alte Museum zählt zu den bedeutendsten Bauwerken des Klassizismus und wurde 1823 bis 1830 von Schinkel als erstes der Museen. Đây là một tòa lâu đài cổ. Mami ơi, quay đằng sau thôi nhá.
Am linken Spreeufer steht das Dom Aquarell. Im Zentrum dieses Hotels fährt ein Aufzug durch ein 25 Meter hohes Aquarium. Zum Wasser liegt das DDR-Museum, das einen Eindruck vom Leben in der DDR vermittelt. On the left-hand side is the Dome Aquarell, and in the center of the hotel is a glass elevator which is surrounded by a 25-meter-high aquarium. Directly on the riverbank is the GDR Museum, newly opened to give visitors an impression of life in East Germany. Rechts der nach Plänen von Julius Karl Raschdorf im italienischen Hochrenaissance-Stil 1894 bis 1905 errichtete Berliner Dom. Er gilt mit seiner 74 Meter hohen Kuppel als das protestantische Gegenstück zu seinem Vorbild, dem Petersdom in Rom. Hinter den vergitterten Fenstern am Ufer befindet sich die Gruft der Hohenzollern mit 97 Sarkophagen. On the right is Berlin's most impressive cathedral, known as the Berliner Dome. It was completed in 1905 in Italian Renaissance style, following the plans of Julius Karl Raschdorf. At 74 meters high, it is considered the Protestant counterpart to St. Peter's Basilica in Rome. Behind the barred windows along the river is the Hohenzollern family crypt, containing 97 sarcophagi of the royal family. Am linken Spreeufer, rechts vom Fernsehturm, befindet sich das Rote Rathaus. Es verdankt seinen Namen der für den Bau der Fassade verwendeten rötlichen Klinkersteine und ist seit 1991 der Amtssitz des regierenden Bürgermeisters. On the left-hand side of the boat, you can see a red brick clock tower, known as the Red Town Hall of Berlin. It is so named for the red brick used in its construction, and since 1991 it has been the seat of the mayor of Berlin. Am rechten Ufer stand früher das Stadtschloss der Hohenzollern. Dieses wurde nach dem Zweiten Weltkrieg durch den Palast der Republik ersetzt, ein Veranstaltungs- und Kulturzentrum der DDR, in dem auch die Volkskammer tagte. Nach dem Abriss des Palastes wurde jetzt, initiiert durch eine Bürgerinitiative und auf Spendenbasis, das Stadtschloss wieder errichtet, welches nun das Humboldt-Forum beherbergt. Anschließend am rechten Ufer der 1901 fertiggestellte Marstall. Dort waren zu Kaiserszeiten die Stallungen und Kutschen untergebracht. Heute wird das Gebäude von der Musikhochschule Hanns Eisler und der Zentral- und Landesbibliothek Berlin genutzt. On the right riverbank once stood the royal palace of the Hohenzollern dynasty. This was torn down after World War II and replaced by the Palace of the Republic, which was the East German Parliament and cultural centre. The Palace of the Republic has since been torn down and is currently being replaced by a new city palace, following the plans of the original palace which once stood here. The new city palace will contain the Humboldt Forum. Finally, on the right bank of the river, you can see the former Marstall, completed in 1901. This was originally where the emperor's stables and carriages were housed. Today, the building contains the Hanns Eisler Music School, as well as the central and regional library for Berlin. Next to this is the newly built House of German Business. 1987, zur 750-Jahr-Feier Berlins, beschloss die Ostberliner Regierung, den historischen Kern Berlins wieder aufzubauen. Auf der linken Seite sehen Sie diesen rekonstruierten ältesten Teil Berlins. Vom Wasser hat man einen kurzen, doch umso schöneren Blick auf die spätgotische Nikolaikirche mit den charakteristischen Zwillingstürmen. Ihre Vorgängerbauten können bis in die Zeit um 1230 datiert werden. On the 750th anniversary of Berlin in 1987, the East German government decided to rebuild the historic city centre of Berlin, known as the Nikolai Quarter. This you can now see on the left-hand Bên side. chỗ chúng em hình như là From 12 the giờ water, one em không has có a nhìn brief đồng but hồ. beautiful view of the late Nắng Gothic lắm. Nikolai Church, with its characteristic twin spires dating back to the year 1230, making it Berlin's oldest parochial church. Einige historische Gebäude wurden wiederhergestellt.